Und auf dem größten Markt in ganz Thailand habe ich für diesen Hühnerspieß mal gerade 40 Cent gezahlt. Wie ich es geschafft habe, in Bangkok so wenig auszugeben, trotzdem einen schönen und vollen Tag zu haben und alles Wichtige zu sehen, seht selber. Eigentlich bin ich in Thailand immer mit einem Grab unterwegs, also mit diesen Motorradtaxen. Aber da wir heute versuchen, so wenig Geld wie möglich auszugeben, sind es die öffentlichen Verkehrsmittel heute. Ich habe für mein erstes Ticket 97 Cent gezahlt und bin echt gespannt, was ich am Ende des Tages alles ausgegeben haben werde. Das, was ihr hinter mir sehen könnt, ist der Lumpini Park. Er ist benannt nach dem Geburtsort Buddhas und ist einer der größten Parks in Bangkok. Der Lumpini Park ist perfekt, um sich im Schatten der Bäume auszuruhen. Auch für Sport und lange Spaziergänge eignet er sich sehr gut. Und wer will, kann auch auf dem See paddeln. Aber passt auf, hier gibt's Drachen. Ich finde den Park echt nice, weil er mega grün ist und mega groß und der Eintritt ist umsonst. Wie ihr sehen könnt, ist hier immer gut was los. Also wenn ihr einfach mal jemanden ansprechen möchtet, jemanden kennenlernen möchtet, ist hier, glaube ich, der perfekte Ort. Das, was ihr hinter mir sehen könnt, ist der Erawan-Schrein und den empfehle ich euch auf jeden Fall. Als erstes kann man hier vom Park aus hinlaufen, 20 Minuten. Der Erawan-Schrein ist dem hinduistischen Gott Brahma geweiht. Ich habe selten einen Tempel oder Schrein gesehen, bei dem so viel gebetet wird. Wer das volle Programm will, muss hier auf jeden Fall herkommen. Der Eintritt ist kostenlos. Und das, was ihr gerade gesehen habt, da kann man sich anstellen und seine Gebete von den Tänzen begleiten lassen. Natürlich muss ich auch irgendwann mal was essen und trinken. Für dieses Trinken und für dieses Sandwich, das dann direkt bei 7-Eleven vorbereitet wird, habe ich mal gerade 1,26 € bezahlt. Allgemeine 7-Eleven echt eine günstige Variante, um sich durch den Tag zu essen. Keine Ahnung, wie sagt man das? Eine günstige Variante halt. Ich bin jetzt im Stadtteil Chinatown und warum ich euch Chinatown empfehlen kann, Chinatown ist eine bunte und sehenswerte Gegend, die gut erreichbar ist. Man kann hier gut und günstig essen und man hat viele Tempel in der Umgebung, die ich mir natürlich auch nochmal anschauen werde. Ich bin jetzt beim Wat Phra Mit Tempel und wer nach Bangkok bzw. Thailand kommt, muss auch ein paar Tempel besuchen, anders geht's einfach nicht. Hier hat man nicht nur einen Tempel und eine nicht so schlechte Aussicht, sondern auch ein Museum, das man besuchen kann. – 5 Minuten Fußweg von Chinatown entfernt. Das Besondere an diesem Tempel ist aber der 5,5 Tonnen schwere goldene Buddha. Im Internet steht, dass es umsonst ist. Unten wollten sie Tickets für 3 €. Niemand hat nach meinem Ticket gefragt, obwohl doch so ein Ticket-Checkpoint war. Deswegen kommt es auf die Kategorie umsonst. Der Wat Bangkok Kamala Wat ist der größte und wichtigste chinesische buddhistische Tempel in Bangkok. Das ganze Jahr über gibt es hier Veranstaltungen, darunter das chinesische Neujahr. Er ist einer der schönsten und interessantesten Tempel, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Man hat hier einfach alles, was man sich unter einem Tempel vorstellt. Und vor allem kostenlos. Ein Wasser musste noch mal sein, 16 Cent on top. Um diese Top-Aussicht zu einem guten Preis zu bekommen, geht's weiter zum Wat Saket. Der Wat Saket ist einer der ältesten buddhistischen Tempelanlagen in Bangkok.
Er ist ein königlicher Tempel zweiter Klasse. Der Eintritt kostet 2,69 €. Man muss 318 Stufen hochsteigen. Der Tempel steht auf einem 79 Meter hohen Berg und wie schon erwähnt, das Besondere hier dran ist auf jeden Fall die Aussicht. Und wenn man das von einem Aussichtspunkt oder einer Rooftop-Bar gemacht hätte, hätte man mindestens das 8-fache bezahlt. Also geile Aussicht für einen richtig guten Preis. Kommt hier auf jeden Fall her. Für mich geht es jetzt weiter mit dem Bus und für die Busfahrt habe ich 46 Cent bezahlt. Eine weitere gute und günstige Möglichkeit, der Kultur Bangkoks näher zu kommen, sind die schwimmenden Märkte von Bangkok. Natürlich ist der Eintritt umsonst. Es kostet nur was, wenn man was essen und was trinken will. Und ich habe mittlerweile richtig Hunger. Und für den Fried Rice mit Chicken habe ich mal gerade 1,34 € gezahlt. Also ich muss sagen, dass mir die schwimmenden Märkte echt gut gefallen. Richtig nicer Vibe, nicht zu voll, nicht zu leer. Hier ist aber trotzdem gut was los. Man kann hier auch Kurse machen, man kann hier malen. Thai-Box habe ich auch schon gesehen. Echt, bis jetzt mein Top-Favorit. Eine weitere Top-Empfehlung von mir, der Chatuchak Weekend Market. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Von Essen über Klamotten bis Souvenirs, einfach alles. Es ist der größte Markt in Thailand und einer der größten Märkte im asiatischen Raum. Verpasst den auf jeden Fall nicht. Ich will es nochmal unterstreichen, über 5000 Stände, der größte Markt in Thailand, den müsst ihr einfach gesehen haben, da führt nichts dran rumherum. Vor allem ist das genauso ein thailändischer Markt, wie man den aus den Filmen kennt. Man kann hier Heuschrecken essen, keine Ahnung, Mehlwürmer, normale Würmer. Also all diese ganzen ekligen Sachen, was man sich vorstellt, wenn man von einem Thai-Markt hört, das gibt es hier. Verpasst den auf jeden Fall nicht. So, und wenn ihr den jetzt immer noch verpasst, selber schuld. Hier von meinem Streetfood, so eine leckere Suppe, habe ich mal gerade 1,61 € gezahlt und ich liebe diese Suppen einfach. Und für diesen Hühnerspieß habe ich 40 Cent bezahlt. Ich bin jetzt nochmal beim Bangkok Kunst- und Kulturzentrum. Da ist auch der Eintritt gratis. Vor allem geht es hier um moderne Kunst, Film und Fotografie. Wirklich sehr breit gefächert. Hier gibt es viele, viele Arten von Kunst. Wer sich für Kunst interessiert, muss auf jeden Fall hierher kommen. Und wie gesagt, Eintritt umsonst, selbst wenn man Scheiße findet. Es gibt nichts zu bereuen.
dann gibt es natürlich noch die berühmt-berüchtigte Khao San Road. Das ist das, was ihr gerade gesehen habt. Immer eine Menge los. Richtig, richtig laute Musik. Eintritt ist natürlich umsonst. Alkohol und Co. kostet natürlich was. Also meine lieben Freunde, mein Fazit zu Bangkok. Wie ihr sehen konntet, für 10,88 € hatte ich einen richtig vollen Tag. Ich habe so vieles gesehen. Stellt euch vor, was alles möglich wäre, wenn man noch irgendwie 10, 20 € raufpacken würde. Zur Unterkunft habe ich nichts gesagt, wie viel die kosten, weil das kommt immer ganz auf euch an. Es gibt geteilte Hostelzimmer für 8 € die Nacht. Es gibt Hotels für 150 € die Nacht, das ist einfach Open End. Es kommt auf eure Standards an, es kommt darauf an, was ihr ausgeben möchtet. Für jeden ist was dabei. Und wie ihr gesehen habt, Bangkok geht auch wirklich für ein kleines Budget. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, das freut mich. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche.